Lektion 1. Eine helfende Hand. Hey Anna, ich habe mich gefragt, ob du mir bei etwas helfen könntest? Natürlich, John. Womit kann ich dir helfen? Nun, ich arbeite bei der Arbeit an diesem Projekt und fühle mich ein bisschen festgefahren. Haben Sie Tipps oder Ratschläge, die mir helfen könnten, voranzukommen? Unbedingt. Ich würde mich freuen, einen Blick darauf zu werfen und zu sehen, ob ich Vorschläge machen kann. Das wäre unglaublich. Ich habe versucht, eine kreative Lösung zu finden, aber ich scheine gegen eine Wand zu stoßen. Gar kein Problem. Warum erklären Sie mir nicht, was Sie bisher getan haben, und wir können gemeinsam ein paar Ideen entwickeln. Okay, großartig. Okay, ich habe bereits recherchiert und alle notwendigen Daten gesammelt, aber ich habe Mühe, alles auf kohärente Weise zusammenzufügen. Ich verstehe. Nun, eine Sache, die helfen könnte, ist, zunächst die wichtigsten Punkte zu skizzieren, auf die Sie sich konzentrieren möchten. Das kann Ihnen eine solide Struktur geben, auf der Sie aufbauen können. Das ist eine wirklich gute Idee. Daran hatte ich nicht gedacht. Lass mich ein paar Notizen machen und sehen, was mir einfällt. Hört sich gut an. Und zögern Sie nicht zu fragen, wenn Sie weitere Fragen haben oder weitere Fragen haben. Wunderbar, vielen Dank. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, unter die Arme zu greifen. Natürlich. Ich helfe immer gerne. Dafür sind Freunde da, oder? Absolut. Ich habe Glück, jemanden wie dich in meiner Ecke zu haben. Oh, du bist süß. Ich bin einfach froh, dass ich helfen kann. Lass mich wissen, wie ich sonst helfen kann. Das werde ich tun. In Ordnung, lass mich wieder eintauchen und sehen, was mir einfällt. Nochmals vielen Dank, Anna. Lektion 2. Technologische Wunder. Hey Anna, hast du die neue App ausprobiert, von der ich dir erzählt habe? Du meinst den, der hilft, all meine Aufgaben und Termine zu organisieren? Ja, ich liebe es. Richtig. Es ist so praktisch, alles direkt zur Hand zu haben. Unbedingt. Ich kann nicht glauben, wie sehr es meinen Tagesablauf vereinfacht hat. Ich weiß, oder? Es ist, als hätte man einen persönlichen Assistenten. Genau. Und das Beste daran ist, wie benutzerfreundlich es ist. Auf jeden Fall. Die Oberfläche ist so intuitiv und einfach zu bedienen. Definitiv ein Wendepunkt. Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich meinen Zeitplan viel besser unter Kontrolle habe. Das gleiche hier. Es war ein echter Lebensretter, besonders bei meinem vollen Arbeitsplan. Das kann ich mir vorstellen. Diese Art von Organisation und Zugänglichkeit ist sehr hilfreich. Vollkommen. Ich bin froh, dass ich davon erfahren habe. Hast du schon eine der anderen Funktionen ausprobiert? Oh, absolut. Die Kalendersynchronisierung ist ein entscheidender Faktor, und die To-Do-Listen-Funktion ist sehr praktisch. Nett. Ich habe auch die Optionen zum Aufnehmen von Notizen und zum Speichern von Dokumenten untersucht. Oh, die muss ich mir ansehen. Hört sich an, als hätte es wirklich alles, was Sie brauchen, an einem Ort. Auf jeden Fall. Es hat mein Leben ehrlich gesagt so viel einfacher gemacht.
Ich verstehe warum. Technologie kann so mächtig sein, wenn sie effektiv eingesetzt wird. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Diese App ist wirklich ein technologisches Wunderwerk. Einverstanden. Ich freue mich wirklich, dass du es mir empfohlen hast. Ich auch. Es hat die Spielregeln so verändert. Ich freue mich, dass ich es mit dir teilen konnte. Lektion 3. Spaß am Spieleabend. In Ordnung, Anna, bist du bereit für unseren Spieleabend? Darauf kannst du wetten. Darauf habe ich mich die ganze Woche gefreut. Fantastisch. Ich habe ein paar neue Spiele zum Ausprobieren mitgebracht. Oh, wunderbar. Ich probiere gerne neue Spiele aus. Was hast du mitgebracht? Nun, ich habe ein klassisches Brettspiel, ein Quizspiel und sogar ein Kartenspiel. Nett, nett. Es ist toll, eine Vielzahl zur Auswahl zu haben. Auf jeden Fall. Wir können abwechselnd auswählen, welches wir zuerst spielen wollen. Das ist eine tolle Idee. Das hört sich gut an. Halte es fair und unterhaltsam. Exakt. Ich bin sicher, wir werden etwas finden, das uns beiden wirklich Spaß macht. Ich bin mir sicher, dass wir das auch tun werden. Das wird ein Knaller, das weiß ich schon. Ich fühle mich heute glücklich, also fangen wir vielleicht mit dem Quizspiel an. Oh, Wissenswertes, Herausforderung angenommen. Ich liebe ein gutes Quiz. Haha, okay, lass uns sehen, woraus du dann gemacht bist. Komm schon, John. Ich bin bereit, mein umfangreiches Wissen unter Beweis zu stellen. Haha, nun, wir müssen nur sehen, wessen Gehirn größer ist. Möge der beste Spieler gewinnen. Das wird lustig. Du weißt es. Freundlicher Wettbewerb ist die beste Artikel. Auf jeden Fall. In Ordnung, machen wir das. Fantastisch. Spiel weiter, Anna. Lektion 4. Ein gesünderer Lebensstil. Hey Anna, hast du irgendwelche Änderungen vorgenommen, um einen gesünderen Lebensstil zu führen? Weißt du, das habe ich tatsächlich. Ich habe versucht, mehr Obst und Gemüse zu essen. Das ist großartig. Kleine Änderungen können einen großen Unterschied machen. Du hast recht. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch Mühe gegeben, ein paar Mal pro Woche Sport zu treiben. Hervorragend. Bewegung ist so wichtig für unsere allgemeine Gesundheit und unser Wohlbefinden. Absolut. Ehrlich gesagt fühle ich mich schon energiegeladener. Das ist großartig. Ich muss selbst bessere Entscheidungen treffen, um gesündere Entscheidungen zu treffen. Nun, warum kommst du nicht zu mir? Wir könnten uns gegenseitig motivieren, dran zu bleiben. Weißt du, das ist eine fantastische Idee. Ich würde die Unterstützung wirklich schätzen. Perfekt. Wir können gemeinsam neue gesunde Rezepte ausprobieren und als Team trainieren. Ich mag den Klang davon. Teamwork macht den Traum wahr, wie man so schön sagt. Genau. Es wird viel einfacher sein, auf Kurs zu bleiben, wenn wir zusammen durchziehen. Einverstanden.
Ich bin bereit, einige positive Änderungen vorzunehmen. Das wird großartig. Ich freue mich riesig darauf. Auf ein gesünderes, glücklicheres Wir. Prost darauf. Ich freue mich auf diese neue Reise. Ich auch. In Ordnung, machen wir das, Partner. Du hast es, Anna. Lass es uns machen. Lektion 5. Neue Hobbys entdecken. Guten Morgen, Anna. Hast du in letzter Zeit irgendwelche neuen Hobbys aufgenommen? In der Tat habe ich das getan. Ich habe versucht zu malen. Malen, hm? Das ist toll zu hören. Darauf wollte ich mich schon immer einlassen. Du solltest es auf jeden Fall ausprobieren. Es ist so ein entspannendes und lohnendes Hobby. Das klingt wunderbar. Ich würde gerne mehr darüber erfahren. Irgendwelche Tipps für Anfänger? Unbedingt. Der Schlüssel ist, einfach Spaß damit zu haben und sich nicht zu viele Gedanken über Perfektion zu machen. Ich mag diesen Ansatz. Ich neige dazu, ein bisschen perfektionistisch zu werden, also ist es gut, das im Hinterkopf zu behalten. Exakt. Das Beste daran ist der Prozess, nicht das Endprodukt. Lass deiner Kreativität einfach freien Lauf. Das macht sehr viel Sinn. Wenn Sie Hilfe beim Einstieg benötigen, können Sie uns gerne fragen. Danke, John. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Das Angebot nehme ich vielleicht an. Gar kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne, wann immer Sie es brauchen. Du bist der Beste. Ich bin sicher, ich werde dich früh genug anrufen. Hört sich gut an. Ich bin gespannt, was für Meisterwerke du kreierst. Haha, das werden wir sehen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Reise. Ich habe keinen Zweifel, dass du ein großartiger Künstler sein wirst. Oh, du bist so süß. In Ordnung, machen wir das. Unbedingt. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was dir einfällt. Lektion 6. Ein voller Terminkalender. Hallo Anna, mir ist aufgefallen, dass du früh gegangen bist und jeden Tag spät zurückkommst. Übernimmst du ein neues Projekt bei der Arbeit? Hey John, du hast recht. Ich war sehr beschäftigt mit einem großen Projekt, an dem mein Team arbeitet. Wir versuchen, es vor Ende des Monats fertigzustellen. Wow, das klingt intensiv. Was für ein Projekt ist das? Gibt es etwas, das du teilen kannst? Es ist ein großes Software-Update für einen unserer wichtigsten Kunden. Wir gestalten die Benutzeroberfläche neu und fügen einige neue Funktionen hinzu. Es waren viele lange Stunden, aber ich hoffe, dass es sich am Ende auszahlt. Es ist toll, dass Sie die Möglichkeit haben, an einem so wichtigen Projekt zu arbeiten. Ich bin mir sicher, dass Ihr Team einen tollen Job macht. Danke, John. Es war eine Herausforderung, aber wir sind alle wirklich begeistert davon. Wie steht's mit dir? Warst du in letzter Zeit beschäftigt? Nicht so sehr wie du, das ist sicher. Mein Zeitplan war ziemlich normal. Arbeit am Tag, Besorgungen und Hausarbeiten am Abend. Nichts allzu Aufregendes. Nun, genieß die Auszeit, solange du kannst. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, hoffe ich, etwas mehr Freizeit zu haben, um mich mit Freunden zu treffen.
Das ist ein gutes Argument. Es ist wichtig, die Work-Life-Balance zu finden, auch wenn es hektisch wird. Lass es mich wissen, wenn du mal zu Abend essen willst oder so. Es könnte nett sein, eine Pause vom Computerbildschirm einzulegen. Definitiv. Das würde mir gefallen. Es wäre toll, sich zu entspannen und zur Abwechslung mal über etwas anderes als dieses Projekt zu plaudern. Hört sich gut an, Anna. Sag mir einfach, wann du Zeit hast und wir sorgen dafür, dass es passiert. Lektion 7. Konversation über den Geldwechsel. Entschuldigung, bieten Sie hier zufällig Wechselstuben an? Hallo John, ja, wir bieten an diesem Standort Geldwechselservices an. Kann ich dir heute damit helfen? Großartig. Ich reise nächste Woche ins Ausland und muss einen Teil meiner Landeswährung gegen die Währung eintauschen, die in dem Land, das ich besuche, verwendet wird. Hervorragend. Dabei können wir Ihnen sicherlich weiterhelfen. Welche Währung möchten Sie umtauschen und wie viel mussten Sie umrechnen? Ich habe US-Dollar, die ich gegen Euro eintauschen möchte. Ich plane, etwa $500 umzutauschen, wenn das möglich ist. Okay, lassen Sie mich einen Blick auf den aktuellen Wechselkurs werfen. Für 500 US-Dollar kann ich Ihnen zum aktuellen Kurs ungefähr 450 Euro anbieten. Klingt gut, das sollte für meine Reise reichen. Wie ist der Ablauf für den Abschluss des Austauschs? Es ist ziemlich einfach. Ich benötige nur einen gültigen Ausweis von Ihnen. Dann können wir die Transaktion abschließen. Ich gebe Ihnen die Euro-Scheine im Austausch für Ihre US-Dollar. Perfekt, lass mich meine Brieftasche holen. Das ist wirklich hilfreich. Ich weiß es zu schätzen, dass du mir das erklärt hast. Gar kein Problem, ich helfe gerne weiter. Lass es mich einfach wissen, sobald du deinen Ausweis bereit hast und wir können den Umtausch erledigen. Toll, einen Moment. Zieht den Ausweis heraus, okay, los geht's. Ich bin bereit für den Austausch. Wunderbar, danke. Verarbeitet den Umtausch, hier sind sie. 450 Euro in Euro. Ich hoffe, das hilft dir, deine Reisen ein bisschen einfacher zu machen. Fantastisch, genau das habe ich gebraucht. Ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mir dabei zu helfen. Lektion 8. Viktorianische Ideale und Vorurteile. Sag mal, Anna, ich habe neulich über soziale Normen aus der viktorianischen Zeit gelesen. Offenbar herrschte zu der Zeit die Ansicht vor, dass eine Frau ihren Platz im Haushalt habe und sich darauf konzentriere, Kinder zu gebären und aufzuziehen. Wirklich. Das ist eine ziemlich veraltete und voreingenommene Perspektive, findest du nicht? Ich kann mir nicht vorstellen, mich so auf häusliche Pflichten zu beschränken. Ich stimme zu, es scheint sehr restriktiv und veraltet zu sein. Soweit ich weiß, wurde viel Wert auf traditionelle Geschlechterrollen gelegt und es mangelte an Möglichkeiten für Frauen außerhalb des Hauses. Absolut. Es ist bemerkenswert, wie sich die Gesellschaft seitdem entwickelt hat. Frauen spielen in allen Lebensbereichen eine immer wichtigere Rolle. Ich bin dankbar, dass wir solche engstirnigen viktorianischen Ideale hinter uns gelassen haben. Auf jeden Fall. Es ist ein Beweis für die Fortschritte, die wir bei der Anerkennung der Gleichwertigkeit und der Fähigkeiten von Frauen erzielt haben. Ich kann mir nicht vorstellen, auf diese Weise zu Hause eingesperrt zu sein. Ich auch nicht. Ich genieße die Freiheit und Flexibilität, meine eigenen Interessen und Ambitionen zu verfolgen, anstatt in veraltete gesellschaftliche Erwartungen gesteckt zu werden.
Das ist ein gutes Argument. Die Fähigkeit, unseren eigenen Weg zu gehen, unabhängig vom Geschlecht, ist ein so wichtiger Teil des persönlichen Wachstums und der Erfüllung. Exakt. Die Welt ist ein viel reicherer und dynamischerer Ort, wenn wir Vielfalt begrüßen und die einzigartigen Beiträge aller Menschen feiern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist faszinierend, darüber nachzudenken, wie weit wir gekommen sind, um diese veralteten viktorianischen Vorurteile in Frage zu stellen. Lektion 9. Das Interview mit Bravour bestehen. In Ordnung, Anna, ich habe bald ein wichtiges Vorstellungsgespräch. Irgendwelche Tipps, wie ich es vorbereiten und hinkriegen kann? Hervorragend, John. Der Schlüssel ist, das Unternehmen vorher gründlich zu recherchieren. Machen Sie sich mit Ihrer Mission, Ihren Werten und jüngsten Errungenschaften vertraut. Guter Punkt. Ich werde sicherstellen, dass ich tief in Ihren Hintergrund eintauche und über die neuesten Nachrichten und Entwicklungen auf dem Laufenden bleibe. Absolut. Und vergiss nicht, häufig gestellte Interviewfragen zu üben. Dinge wie erzähl mir von dir und was sind deine Stärken und Schwächen. Ah ja, diese Standardfragen. Ich werde auf jeden Fall präzise, überzeugende Antworten verfassen, die meine relevanten Fähigkeiten und Erfahrungen hervorheben. Exakt. Und denken Sie daran, selbst ein paar aufschlussreiche Fragen parat zu haben, die Sie dem Interviewer stellen können. Es zeigt echtes Interesse und Engagement. Exzellente Beratung. Ich werde eine Liste mit durchdachten Fragen zur Rolle, zum Team und zu den Zukunftsplänen des Unternehmens erstellen. Wunderbar. Oh, und vergiss nicht, dich professionell zu kleiden und ein paar Minuten früher anzukommen. Der erste Eindruck zählt. Gute Entscheidung. Ich werde dafür sorgen, dass ich mit einem polierten Auftreten und Pünktlichkeit mein Bestes gebe. Ich bin zuversichtlich, dass du das großartig machen wirst, John. Bleib einfach positiv, sei du selbst und lass deine Qualifikationen durchscheinen. Danke, Anna. Danke für die hilfreichen Tipps. Wünsche mir Glück. Lektion 10. Der Goldrausch in Kalifornien. Guten Morgen, Anna. Wussten Sie, dass die Entdeckung von Gold in Kalifornien in den 1840er Jahren einen riesigen Zustrom von Menschen in die Region auslöste? Faszinierend. Ich habe vom Goldrausch in Kalifornien gehört, aber ich kenne nicht alle Details. Was kannst du mir darüber sagen? Nun, 1848 wurde Gold in Sutter's Mill in Coloma, Kalifornien, entdeckt. Die Nachricht von dem Fund verbreitete sich wie ein Lauffeuer, und bald strömten Tausende von Goldsuchern, bekannt als Fortininas, auf der Suche nach Reichtümern in den Staat. Wow, das muss eine unglaubliche Zeit des Wachstums und des Wandels für Kalifornien gewesen sein. Ich kann mir vorstellen, dass die Bevölkerung explosionsartig angestiegen ist, als all die Menschen ankamen. Absolut. In nur wenigen Jahren wuchs der Staat von ein paar tausend Einwohnern auf über 300.000 an. Es herrschte ein völliges Chaos, und Menschen kamen aus der ganzen Welt, um ihren Anspruch geltend zu machen. Ich wette, das hat zu einer Menge schneller Entwicklung und zum Aufbau der Infrastruktur geführt, um dem massiven Zustrom von Menschen gerecht zu werden. Die Wirtschaft muss ebenfalls boomt haben. Auf jeden Fall. Städte und Gemeinden entstanden über Nacht, um den Bergbau zu unterstützen. Und die Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen stieg sprunghaft an, was zu einem schnellen Wirtschaftswachstum führte. Ich verstehe, warum dies als ein so entscheidender Moment in der Geschichte Kaliforniens angesehen wird. Der Goldrausch muss die gesamte Region tiefgreifend verändert haben.
Absolut. Es legte den Grundstein dafür, dass Kalifornien zu dem wirtschaftlichen Kraftzentrum wurde, das es heute ist. Ein faszinierendes Kapitel in der Entwicklung des Staates. Das ist es wirklich. Ich würde gerne irgendwann mehr über die kulturellen und sozialen Auswirkungen des Goldrausches erfahren. Es scheint ein wirklich transformatives Ereignis gewesen zu sein. Sicherlich gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Aber ich freue mich, Ihnen einen umfassenden Überblick über diesen wichtigen Teil der kalifornischen Vergangenheit geben zu können. Lektion 11. Das Land der Rinder. Hey Anna, wusstest du, dass in Texas früher über 1 Million Rinder lebten, die durch das weite Weideland streiften? Wow, das ist eine unglaubliche Zahl. Ich hatte damals keine Ahnung, dass Texas eine so blühende Viehwirtschaft hatte. Es war wirklich das Epizentrum der Viehproduktion in den Vereinigten Staaten. Die weiten Freiflächen und die idealen Weidebedingungen machten es perfekt für die Aufzucht großer Herden. Ich kann mir vorstellen, dass diese Viehzüchter alle Hände voll zu tun hatten, all diese Rinder zu verwalten und zu hüten. Es muss eine ziemliche Operation gewesen sein. Absolut. Die großen Viehbarone von Texas wurden unglaublich reich und mächtig. Sie kontrollierten riesige Landstriche und beschäftigten unzählige Rancharbeiter. Und ich wette, bei all diesen Rindern muss die Nachfrage nach Rindfleisch riesig gewesen sein, besonders im Osten, wo sich die Bevölkerungszentren befanden. Genau. Die östlichen Bundesstaaten konnten nicht genug Rindfleisch produzieren, um die wachsende Nachfrage zu decken, also suchten sie nach Texas, um die Märkte zu versorgen. Es war eine boomende Branche. Das ist faszinierend. Ich würde gerne mehr darüber erfahren, wie sich der Viehhandel in Texas entwickelt hat und welche Infrastruktur dafür gebaut worden sein muss. Es gibt dort definitiv eine reiche Geschichte. Der Aufstieg der Viehstätte, die langen Viehtriebe, die Innovationen in den Bereichen Viehzucht und Transport, das ist eine wirklich interessante Geschichte. Es klingt so. Texas muss damals ein ganz anderer Ort gewesen sein, mit Cowboys, Viehbaronen und riesigen Herden, die das Land durchstreiften. Oh, absolut. Es war der Wilde Westen im wahrsten Sinne des Wortes. Eine wahrhaft ikonische Ära in der texanischen und amerikanischen Geschichte. Ich verstehe warum. Das Ausmaß und die Bedeutung der Viehwirtschaft müssen entscheidend zur Gestaltung der Identität und Kultur des Staates beigetragen haben. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist ein faszinierender Einblick in die Vergangenheit von Texas, der wirklich erklärt, wie Texas zu der dominierenden Kraft wurde, die es heute ist. Lektion 12. Die Kunst des Verhandelns. Guten Morgen, Anna. Mussten Sie schon einmal etwas Wichtiges aushandeln? Das kann eine ziemliche Fähigkeit sein. Absolut. John, Verhandeln ist eine Kunstform, nicht wahr? Ich finde es sowohl herausfordernd als auch berauschend. Auf jeden Fall. Es gibt ein empfindliches Gleichgewicht, das Sie finden müssen, um sich zu behaupten und Gemeinsamkeiten zu finden. Exakt. Sie müssen in ihrer Position standhaft sein, aber auch flexibel genug, um eine für beide Seiten vorteilhafte Einigung zu erzielen. Exakt. Und es geht nicht nur um den endgültigen Deal, es geht um den gesamten Hin- und Her-Prozess. Absolut. Die Art und Weise, wie sie kommunizieren, das Timing ihrer Angebote, die Körpersprache, die sie verwenden, das alles spielt eine Rolle. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Effektive Verhandlungen erfordern genaue Beobachtung, strategisches Denken und ein bisschen Psychologie.
Absolut. Und es kann ziemlich viel auf dem Spiel stehen, was es umso nervenaufreibender, aber auch aufregender macht. Auf jeden Fall. Ob es um die Aushandlung eines Geschäftsvertrags, eines Immobiliengeschäfts oder sogar Ihres Gehalts geht, die Fähigkeit, gut zu verhandeln, kann lebensverändernd sein. Stimme voll und ganz zu. Es ist eine Fähigkeit, die so wertvoll ist, aber nicht jeder ist von Natur aus begabt darin. Das ist wahr. Aber die gute Nachricht ist, dass es sich um eine Fähigkeit handelt, die durch Übung entwickelt und verbessert werden kann. Auf jeden Fall. Und je mehr Sie es tun, desto selbstbewusster und effektiver werden Sie. Absolut. Beim Verhandeln geht es darum, den idealen Punkt zwischen Durchsetzungsvermögen und Flexibilität zu finden. Gut gesagt. John, es ist ein heikler Tanz, aber wenn du ihn meisterst, können die Belohnungen beträchtlich sein. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Verhandeln ist wirklich eine faszinierende und unverzichtbare Fähigkeit, die man in so vielen Lebensbereichen haben muss. Lektion 13. Das Helligkeitsdilemma. Wo, hast du gesehen, wie hell das Licht war? Es hat mir praktisch die Augen verbrannt. Ich weiß, oder? Ich musste die Augen zusammenkneifen, nur um es mir anzusehen. Ich spreche von einem Erlebnis, das einem die Augen zusammenlaufen lässt. Im Ernst, es war, als würde man in die Sonne starren. Meine Netzhaut erholt sich wahrscheinlich immer noch. Haha, das kann ich mir vorstellen. Manchmal kann die Helligkeit bestimmter Lichter geradezu blendend sein. Auf jeden Fall. Es ist, als ob sie so intensiv sind, dass sie deine Hornhaut anbraten. Exakt. Ich frage mich, warum sie manche Lichter so unglaublich hell machen. Es scheint einfach kontraproduktiv. Wahrscheinlich um die Beleuchtung zu maximieren, aber sie vergessen, dass es so etwas wie zu viel Licht gibt. Absolut. Es gibt eine feine Linie zwischen hell genug, um zu sehen, und hell genug, um das Sehvermögen dauerhaft zu schädigen. Ha, ja. Es ist, als würden sie versuchen, die Nacht zum Tag zu machen, aber am Ende machen sie es schwieriger, sie zu sehen. Absolut. Es ist, als ob unsere Augen nur eine bestimmte Menge an Lumineszenz verkraften, bevor sie aus Notwehr einfach abschalten. Exakt. Und dann blinzelst du und fluchst und versuchst, deine Nachtsicht wieder zu erlangen. Auf jeden Fall. Es ist fast so, als wollten sie uns absichtlich mit ihren übertriebenen Lichtquellen blenden. Haha, ja. Vielleicht versuchen sie nur, ihre Dominanz über die Dunkelheit durchzusetzen oder so. Könnte sein. Manche Menschen sind ungesund besessen von grellen, blendenden Lichtern. Haha, stimmt. Nun, zumindest können wir unseren gemeinsamen Schmerz eines Augenangriffs bedauern. Absolut. Solange wir die verschwommenen, tränenden Augen haben, auf die wir uns stützen können, werden wir das durchstehen. Haha, in der Tat. Die Helligkeit mag die Schlacht gewonnen haben, aber sie hat den Krieg nicht gewonnen. Lektion 14. Das Nostalgiedilemma. Mann, ich vermisse wirklich die guten alten Zeiten des traditionellen Einkaufens. Du meinst, als du nicht ständig mit Verkaufsgesprächen und Folge-E-Mails bombardiert wurdest? Genau. Damals hast du etwas gekauft und dann ließen sie dich einfach in Ruhe. Ah ja, die einfacheren Zeiten, in denen ein Kauf nur ein Kauf war,
keine dauerhafte Beziehung. Im Ernst, heutzutage ist es so, als ob sie dein neuer bester Freund sein wollen oder so. Haha, ja. Zum Beispiel. Vielen Dank für Ihr Geschäft. Lassen Sie uns Sie jetzt mit Angeboten für das nächste Jahrzehnt überschwemmen. Erzähl mir davon. Ich will nur meine Sachen kaufen und mich auf den Weg machen, weißt du? Auf jeden Fall. Ich vermisse die Zeiten, in denen ein Geschäft nicht das Bedürfnis verspürte, deine Kontaktinformationen für immer zu haben. Absolut. Damals sagten sie einfach, hab einen schönen Tag und du warst auf deinem fröhlichen Weg. Exakt. Jetzt heißt es nur noch, melde dich für unser Treueprogramm an, lade unsere App herunter, gib uns deinen Erstgeborenen. Haha, richtig? Es ist, als würden sie versuchen, den letzten Tropfen an Daten- und Marketingpotenzial aus ihnen herauszuholen. Ja, es ist ein bisschen viel. Kann eine Person nicht einfach einen einfachen Kauf tätigen, ohne ein lebenslanger Kunde zu werden? Offenbar nicht. Heutzutage ist es, als müsste man seine Seele verkaufen, nur um ein paar Socken zu kaufen. Exakt. Die guten alten Zeiten der Anonymität und Privatsphäre sind beim Einkaufen lange vorbei. Ernsthaft. Ich vermisse die Zeiten, in denen sie nur dein Geld wollten, nicht deine ganze Lebensgeschichte. Haha, das stimmt. Jetzt ist es so, als ob sie deine Hoffnungen, Träume und Ernährungspräferenzen wissen wollen. Ja, kein Herumschlendern mehr, schnappen, was man braucht, und gehen. Jetzt ist es eine ganze Produktion. Auf jeden Fall. Ich schätze, das ist der Preis, den wir in der Moderne für Bequemlichkeit zahlen. Pfui, schätze ich. Trotzdem hat ein bisschen Nostalgie nach einfacheren Einkaufszeiten noch niemandem geschadet. Lektion 15. Das Reserverätsel. Jo, Anna, hast du von den Änderungen am Reservesystem gehört? Reservesystem? Du meinst die seit Jahrzehnten besteht? Ja, das da. Offenbar bringen sie die Dinge kräftig durcheinander. Wo, wirklich? Ich dachte, das System sollte, weißt du, in Stein gemeißelt sein. Erzähl mir davon. Offenbar wird der Zweck der ganzen Sache jetzt in Frage gestellt. Ich frage mich, was zu dieser plötzlichen Veränderung geführt hat. Es wurde die ganze Zeit so strikt durchgesetzt. Schlägt mich. Wahrscheinlich eine Art von wirtschaftlichem oder politischem Druck, schätze ich. Interessant. Ich bin gespannt, wie sich das alles entwickelt. Dieses System gibt es schon ewig. Das gleiche hier. Es wird komisch sein, das Sicherheitsnetz nicht mehr da zu haben. Auf jeden Fall. Ich meine, dieses Reservesystem war das Rückgrat der gesamten Finanzstruktur. Absolut. Es ist das berüchtigtste Puzzleteil, solange ich mich erinnern kann. Kein Scherz. Ich frage mich, womit sie es ersetzen werden, oder ob sie es einfach komplett verschrotten werden. Gute Frage. So oder so, es wird bestimmt einige große Wellen auf dem Markt verursachen. Oh, da bin ich mir sicher. Das wird die Dinge stark durcheinander bringen. Das ist sicher. Ja, es wird interessant sein zu sehen, wie sich Unternehmen und Verbraucher an die Veränderung anpassen.
Auf jeden Fall. Es wird ein ganz neues Ballspiel ohne das bewährte Reservesystem. Ja, die guten alten Zeiten der Finanzstabilität sind anscheinend offiziell vorbei. Nun, ich schätze, es musste irgendwann passieren. Kann nicht ewig so bleiben, wie es ist, schätze ich. Stimmt das? Trotzdem wird es komisch sein, dieses solide Fundament nicht zu haben. Absolut. Ich schätze, wir müssen einfach abwarten und sehen, wie sich das alles entwickelt. Ja, das sollte eine interessante Fahrt werden, das ist sicher. Lektion 16. Das Unbekannte umarmen. Jo, Anna, hast du dich über all die Veränderungen in letzter Zeit auf dem Laufenden gehalten? Änderungen. Du meinst den großen Umbruch in der Branche? Ja, das ist der eine. Ja, es war ein wilder Ritt, nicht wahr? Erzähl mir davon. Es ist, als würde sich die gesamte Landschaft unter unseren Füßen verändern. Absolut. Es ist definitiv eine aufregende Zeit, das ist sicher. Aufregend. Ich weiß nicht, John. Um ehrlich zu sein, ist es auch ein bisschen beunruhigend. Ich verstehe Sie, aber denken Sie an all die neuen Möglichkeiten, die sich eröffnen. Ich nehme an, das stimmt. Es ist einfach eine Menge auf einmal, weißt du? Auf jeden Fall, aber ich nehme lieber das Unbekannte an, als im Status quo stecken zu bleiben. Guter Punkt. Es ist sowieso nicht so, dass wir in dieser Angelegenheit eine große Wahl hätten. Exakt. Könnte genauso gut das Beste daraus machen, oder? Ich schätze schon. Aber es ist immer noch ein bisschen entmutigend, das musst du zugeben. Ja, das verstehe ich. Aber hey, denk an all die Optionen, die wir jetzt haben. Das ist wahr. Es wird interessant sein zu sehen, was am Ende am besten passt. Auf jeden Fall. Wir müssen einfach unvoreingenommen sein und sehen, wohin das alles führt. Ich nehme an, du hast recht. Es ist nicht so, dass wir es einfach ignorieren und hoffen können, dass es verschwindet. Nein, der Zug ist abgefahren. Du kannst genauso gut an Bord springen und schauen, wohin es uns führt. Nun, wenn du es so ausdrückst, klingt es irgendwie aufregend. Genau. Es ist eine ganz neue Welt da draußen, Anna. Es ist an der Zeit, sie zu erkunden. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Lass uns das Ding machen. Das ist der Geist. Das wird ein toller Ritt, das ist sicher. Lektion 17. Sich in der sich verändernden geopolitischen Landschaft zurechtfinden. Guten Morgen, Anna. Haben Sie sich über alle Neuigkeiten über die wechselnden globalen Allianzen auf dem Laufenden gehalten? Sie meinen den Zusammenbruch der Sowjetunion und den Aufstieg von Boris Jelzin? Es war ein ziemlicher Wirbelwind, nicht wahr? Absolut. Es ist, als wären wir in eine ganz neue Weltordnung versetzt worden. Erzähl mir davon. Die anglo-sowjetische Allianz gehört der Vergangenheit an, und jetzt haben wir es mit dieser ganzen Sache mit dem Kalten Krieg zu tun. Ja, es ist verrückt, wie schnell sich die geopolitische Landschaft ändern kann. In einer Minute sind wir Verbündete, in der nächsten sind wir Gegner.
Um ehrlich zu sein, ist es genug, um dir den Kopf zu drehen. Ich meine, wer hätte gedacht, dass die Sowjetunion einfach so zusammenbrechen würde? Ich nicht, das ist sicher. Aber ich schätze, wenn man einen Anführer wie Jelzin hat, kann alles passieren. Auf jeden Fall. Er bringt die Dinge wirklich durcheinander, nicht wahr? Es ist, als würde sich der Boden unter unseren Füßen ständig bewegen. Absolut. Aber weißt du, ich finde es irgendwie aufregend. Aufregend. John, meinst du das ernst? Das ist eine große globale Krise, über die wir hier sprechen. Ich weiß. Aber denk darüber nach, es ist eine ganz neue Welt voller Möglichkeiten. Wir können die Spielregeln neu definieren. Ich nehme an, das stimmt. Aber es bedeutet auch viel Unsicherheit und Instabilität. Stimmt, aber ist das nicht Teil des Nervenkitzels? Wir dürfen uns auf unbekanntem Gebiet zurechtfinden. Ich schätze, du hast nicht ganz unrecht. Es ist einfach eine Menge zu verarbeiten, weißt du? Ja, ich verstehe es. Aber hey, wenigstens machen wir es zusammen, oder? Ha, ich schätze, das ist eine Sichtweise. In Ordnung, lass uns das machen. Das ist der Geist. Das wird ein wilder Ritt, das ist sicher. Lektion 18. Genuss für Geschmacksknospen. Psst, Anna, du musst diese neue Bio-Keksmarke ausprobieren, die ich gerade entdeckt habe. Oh, wirklich? Ich bin immer auf der Suche nach gesunden Snacks. Erzähl mir mehr. Sie sind absolut köstlich und du weißt, dass ich wählerisch bin, wenn es um Kekse geht. HMM, jetzt hast du meine Aufmerksamkeit. Was macht diese Kekse so besonders? Nun, zunächst einmal werden sie mit rein natürlichen Zutaten hergestellt, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder so. Oh, das ist genau mein Ding. Ich versuche, all das verarbeitete Zeug zu vermeiden, weißt du? Genau. Und die Textur ist einfach perfekt, nicht zu weich, nicht zu knusprig. Es ist wie ein kleines Stück Himmel. Klingt himmlisch. In welchen Geschmacksrichtungen kommen sie vor? Oh, sie haben alle möglichen leckeren Optionen. Schokoladensplitter, Haferflocken, Rosinen, sogar eine Zitronenschale, für die man sterben muss. Zitronenschale, hm? Das klingt wirklich erfrischend. Das muss ich vielleicht mal versuchen. Vertrau mir, du wirst nicht enttäuscht sein. Seit ich sie entdeckt habe, knabbere ich ununterbrochen an ihnen. In Ordnung, du hast mich überzeugt. Ich werde sehen, ob ich eine Schachtel mit diesen magischen Keksen finden kann. Ich kann dich anschließen, keine Sorge. Ich kenne den perfekten kleinen Bioladen, der sie führt. Du bist der Beste, John. Ich stelle mir schon vor, wie gut sie schmecken werden. Warte einfach, bis du sie probierst, Anna. Ihre Geschmacksknospen werden sich auf einen wahren Leckerbissen freuen. Lektion 19. Hotel Hand. In Ordnung, Anna. Ich brauche deine Hilfe bei der Suche nach einem guten Hotel für meine bevorstehende Reise. Oh, wo willst du hin? Ich helfe Ihnen gerne bei der Hotelsuche. Ich plane einen kleinen Ausflug in die Berge, bin mir aber noch nicht sicher, wo ich übernachten soll.
die Berge, hm? Das klingt reizend. Nach welchen Annehmlichkeiten suchen Sie? Nun, ich hätte gerne etwas Gemütliches, aber mit modernen Annehmlichkeiten, weißt du? Und am liebsten mit tollen Bewertungen. Okay, ich hab's. Lassen Sie mich einige Optionen aufzeigen und wir können unsere Notizen vergleichen. Toll, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass du mir dabei hilfst. Ich bin schrecklich in der Hotelrecherche. Gar kein Problem. Ich genieße eine gute Hotelsuche. In Ordnung, lass mich sehen, was ich finden kann. Alles, was einen Pool hat, wäre auch ein großes Plus, wenn Sie den finden können. Oh, ein Pool in den Bergen? Das wäre so entspannend. Warte, lass mich sehen, was ich ausgraben kann. Du bist die Beste, Anna. Ich vertraue auf jeden Fall auf deine Fähigkeiten als Hotelscooter. Haha, mal sehen, ob ich meine Magie entfalten kann. Okay, ich glaube, ich habe ein paar vielversprechende Optionen gefunden. Leg es mir an, ich bin ganz Ohr. Was sind die besten Anwärter? Nun, da ist diese gemütliche kleine Berghütte mit tollen Bewertungen und einem Innenpool. Oh, das klingt perfekt. Was hast du sonst noch? Und dann ist da noch dieses süße Boutique-Hotel mit einem wirklich schönen Spa und Whirlpools im Freien. Das Spa und die Whirlpools klingen göttlich. Irgendwelche anderen Highlights? Noch eins, dieses moderne Resort im Charlotte-Stil mit Panoramablick auf die Berge. Oh, die Aussichten wären unwirklich. Okay, ich denke, Sie haben mir einige großartige Optionen gegeben, die ich in Betracht ziehen sollte. Wunderbar. Lass mich wissen, welches du am Ende buchst. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Das werde ich tun. 1000 Dank, Anna. Du bist ein Lebensretter, wie immer. Lektion 20. Gehaltsdebatten im Sport. Hallo Anna, hast du das ganze Gerede über die Gehälter von Sportspielern verfolgt? Definitiv. Es war in letzter Zeit ein heißes Thema. Was sind deine Gedanken zu dem Thema? Nun, ich kann verstehen, warum die Fans so frustriert sind, wie viel Spieler heutzutage verdienen. Ich weiß, die Zahlen sind einfach umwerfend. Denken Sie, dass die Gehälter aus dem Ruder gelaufen sind? In einigen Fällen, ja. Aber ich weiß auch, dass die Karrieren der Spieler so kurz sind, dass sie das Beste daraus machen müssen. Das ist ein gutes Argument. Und die Spitzensportler bringen den Teams und Ligen so viel Umsatz ein. Genau, es ist ein komplexes Thema. Spieler wollen bezahlt werden, was sie wert sind, aber die Fans fühlen sich ausgepreist. Und es gibt die Debatte darüber, wie viel von dem Geld an die Besitzer und nicht an die Athleten gehen sollte. Vollkommen. Ich meine, die Besitzer machen es auch mit, was für den durchschnittlichen Fan frustrierend sein kann. Auf jeden Fall. Es scheint, als wäre es nur ein endloser Kreislauf von steigenden Spielergehältern. Ja, und sie haben Agenten, die ständig auf immer größere Aufträge drängen. Pfui, die Agenten können die schlimmsten sein. Ich versuche immer, das Geschäftsergebnis zu maximieren, egal was passiert. Haha, ja. Es ist ein schwieriges Gleichgewicht zwischen der Belohnung von Top-Talenten und der Aufrechterhaltung des Sports.
Absolut. Ich glaube nicht, dass es eine einfache Lösung gibt, aber es ist ein wichtiges Gespräch, das man immer wieder führen sollte. Ganz gewiss. Ich bin einfach froh, dass wir es auf zivilisierte Weise diskutieren können, im Gegensatz zu einigen dieser hitzigen Fandebatten. Lektion 21. Die Fürsorge eines Großvaters. Guten Morgen, Anna. Musstest du schon einmal bei der Pflege eines älteren Großelternteils helfen? Das habe ich tatsächlich. Mein Großvater hat sich mehr auf mich verlassen, als er älter wurde. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht immer einfach ist. Vor welchen Herausforderungen standen Sie? Nun, kleine Dinge wie die Tatsache, dass er einfache Aufgaben nicht mehr alleine erledigen kann. Manchmal kann er nicht einmal seine eigenen Schuhe anziehen. Oh Mann, das muss frustrierend für ihn sein. Ich wette, es ist schwer zu sehen, wie er diese Unabhängigkeit verliert. Auf jeden Fall. Und dann ist da noch die körperliche Belastung, ihm zu helfen, sich fortzubewegen, wie wenn wir spazieren gehen. Ich verstehe. Seine Mobilität ist also auch zu einem Problem geworden. Hat er irgendwelche gesundheitlichen Probleme, die dazu beitragen? Ja, seine Schultern haben ihm viele Probleme bereitet. Arthritis, glaube ich, macht es ihm schwer, seine Arme zu heben. Ah, ich verstehe. Das muss die täglichen Aufgaben wirklich schwierig machen. Ich bewundere dich dafür, dass du ihm geholfen hast. Es kann anstrengend sein, aber ich mache es gerne. Er war immer für mich da, also möchte ich mich revanchieren. Das ist wirklich bewundernswert. Nicht jeder wäre bereit, diese Art von Verantwortung zu übernehmen. Nun, er gehört zur Familie. Ich konnte ihn nicht einfach sich selbst überlassen, weißt du? Auch wenn es manchmal eine Herausforderung ist. Das kann ich respektieren. Familie ist so wichtig, auch wenn es nicht einfach ist. Klingt so, als ob ihr beide Glück habt, einander zu haben.